Zweimal haben wir dieses riesige Krankenhaus besucht. Es hat uns sehr beeindruckt und wir fanden es hier tatsächlich etwas unheimlich. Viele Gänge, viele Räume und immer die Spannung, was entdecken wir als nächstes. Leider ist der Vandalismus hier ziemlich fortgeschritten, wir haben aber dennoch alles gut erkunden können und haben es auch nicht bereut. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem Video und wir freuen uns immer über ein Abo, ein Like oder ein Kommentar von euch. Seit 1980 hat die Stasi hier ein eigenes Krankenhaus betrieben. Es wurde unmittelbar in der Nähe vom Regierungskrankenhaus der DDR gebaut. Stasi ist eine Abkürzung für das Ministerium der Staatssicherheit, welches der ehemaligen DDR zugehörte. Die Stasi war Nachrichtendienst und Geheimpolizei zugleich und war zuständig für die Überwachung und Unterdrückung ihrer Mitbürger. Die gesundheitliche Betreuung im sogenannten Stasi-Krankenhaus war nur den Mitarbeitern der Staatssicherheit vorenthalten. Bei einem höheren Dienstgrad durften aber auch dessen Angehörige behandelt werden. Auch verdiente ehemalige Angehörige der Geheimpolizei durften in die Klinik. Das Krankenhaus verfügte über 300 Betten und wurde von ca. 650 Mitarbeitern betreut. Es standen für dieses geheime Krankenhaus allein 10 Krankenfahrzeuge zur Verfügung. Es gab dort, obwohl die Klinik generell geheim und geschützt war, noch eine besondere Station, die Sonderstation. Die Klinik lag mitten im Wald und lag praktisch auf dem Weg zur Elitensiedlung in Wandlitz, einer geschlossenen Siedlung, die nur für die obersten Politiker vorbehalten war. Diese MFS-Klinik war die größte medizinische Einrichtung der DDR und war mit großem Aufwand gesichert. Das Personal wurde nach besonderer eingehender Überprüfung eingestellt. Es gab dort auch eine Waffenkammer. Es wurde alles auf qualitativ hohem Niveau bereitgestellt. Bei der Stasi-Mediathek sind wir auf ein Dokument gestoßen, welches damals von der Stasi als geheime Verschlusssache behandelt wurde, was man anhand des Stempels erkennen kann. Das Dokument ist vom 01.08.1980. Der Titel ist Konzeption zur Gewährleistung der allseitigen Sicherheit des Krankenhauses des Zentralen Medizinischen Dienstes des MFS. Das Inhaltsverzeichnis gibt schon viele Informationen. Es geht um Themen wie Maßnahmen der militärisch-operativen Sicherung des Dienstobjektes oder Maßnahmen zur Gewährleistung der Funktion des Krankenhauses im Falle von Havarien und Katastrophen bzw. unter Bedingung der maximalen Belegung. Das Krankenhaus habe dazu gedient, die Erhaltung oder Wiederherstellung der Arbeits-, Einsatz- und Kampffähigkeit der Mitarbeiter der Stasi zu gewährleisten und um das alles auch zu garantieren, damit dieses geheime System des Krankenhauses funktioniert, steht noch in dem Dokument, dass hohe Maßstäbe an die fachliche und politische Qualifikation aller Mitarbeiter des Krankenhauses gestellt wurde und dass diese eine perfekte Beherrschung der jeweils übertragenen fachlichen Aufgaben und eine zielstrebige und sachbezogene politisch-ideologische Erziehung und Schulung erfordern. Jeder Mitarbeiter sollte erzogen werden. Ziel war es, Denk-, Arbeits- und Verhaltensweisen, ausgeprägter Leistungswille, bewusste Disziplin, persönliche Einsatzbereitschaft, Wachsamkeit und Verschwiegenheit zu manifestieren. Es gab bestimmte Räume oder Abteilungen, die besonders sicher und geheim gehalten werden mussten. Zum Beispiel waren es die Aktenhaltung der Abteilung Kader, Apotheke, Filmlager, Flüssigkeit, Gaslager, Giftschränke, Labors, Lebensmittellager, Operationstrakt, Röntgenarchiv, Sonderstation, Waffenkammer und einige mehr. Nach der Wende hat der private Konzern Helios die beiden Krankenhäuser, also das MFS und das Regierungskrankenhaus, übernommen.
Zeitweilig war es daher der größte Krankenhauskomplex Europas. Es gab einige Sanierungsarbeiten in den 1990er Jahren, aber seit 2007 steht das Krankenhaus leer. In einer Zeitschrift vom Januar 2019 haben wir gelesen, dass es in der stillgelegten Klinik einen Datenskandal gab. Einbrecher hatten wohl einen alten Aktenschrank gefunden, in dem noch Patientenakten lagen. Die Helios-Klinik hatte sich in einer Tageszeitung gemeldet und in der heißt es: Alle Betroffenen werden gebeten, besonders aufmerksam auf unerwartete Kenntnis von Informationen bei Dritten zu achten, die im Zusammenhang mit den entsprechenden Krankenhausbehandlungen stehen könnten und uns über entsprechende Auffälligkeiten zu informieren. Die Berliner Datenschutzbeauftragte erwähnte, dass es sich um ca. 25.000 Menschen handelte, die von diesem Datenschutzverstoß betroffen waren. Im Ärzteblatt haben wir gelesen, dass es sich insbesondere um Protokolle von Operationen handelte. Es geht um Daten aus der DDR-Zeit, aber auch um die Nachwendezeit bis 2001. Das Helios-Klinikum hatte dann mitgeteilt, dass die Akten wohl beim Umzug ins neue Gebäude 2007 vergessen wurden. Etwas später hat die Helios-Klinik der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass die Akten gar nicht aus dem Stasi-Krankenhaus stammten, sondern aus der ehemaligen Wallklinik, die auch in der Nähe ist. Im Moment gibt es Pläne, in der ehemaligen Stasi-Klinik Loftwohnungen zur Miete zu bauen. Vorher gab es den Plan, die Klinik komplett abzureißen, um moderne Häuser zu errichten. Wir haben die Fernsehserie Weißensee gesehen, die in der ARD lief. Die Serie ist wirklich interessant und diese können wir empfehlen, denn sie gibt einen guten Einblick in die Methodik der Stasi. Außerdem wird die Nachwendezeit anschaulich erzählt. Dort wurde auch das Stasi-Krankenhaus als Filmkulisse benutzt. Und falls ihr noch mehr wisst, ob dieser Ort als Drehort diente, schreibt es doch gerne in die Kommentare. Bei
unserer Recherche sind wir noch auf einen Bericht gestoßen. Im Mai 2021 musste die Polizei eine illegale Party auflösen, die dort im Keller stattfand. Ein Zeuge alarmierte gegen 3 Uhr morgens die Polizei, weil er mehrere Leute beobachtete, die über den Zaun stiegen. Mehrere hundert Gäste feierten dort bei lauter Musik und die Polizei musste Verstärkung rufen. Damals war es wohl der am besten gesicherte, verlassene Ort vom Sicherheitsdienst. Leider würde sich heute eine Sicherung kaum noch lohnen, so zerstört wie alles ist. Wir hätten wieder sehr viel zu berichten gehabt, aber die Zeit war wie immer zu kurz. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Video.